Wir sind mit unseren Fahrrädern in der Region der Weine und Oliven unterwegs. Einer Landschaft voller Geschichte, sanfter Hügel, malerischer Küstenorte und unwirklicher Felsensiedlungen. Der Tuscany Trail hat es uns schon lange angetan. Und so machten wir uns im November 2025 mit dem Nightjet auf dem Weg nach Italien mit dem Plan einer ambitionierten Gravelbike-Tour von 7000 Höhenmetern. Doch südlich des Apennin in Pisa wurde uns schnell klar: unser Start lief anders als geplant. Schlechte Wetteraussichten und eine erste Panne brachten uns dazu, die Route nochmal komplett umzudenken. Statt einer großen Durchquerung beschlossen wir, von Orbetello aus eine kleinere, aber nicht weniger abenteuerliche Runde zu starten. Ob auf endlosen Landstraßen, von Zypressen gesäumten Schotterwegen oder überfluteten Pfaden fernab jeglicher Zivilisation. Begleitet uns auf einer unvergleichlichen Tour durch die südliche Toskana, auf den Spuren der Etrusker und auf der Suche nach Fahrradwegen. Los geht's im Küstenort Orbetello und am Monte Argentario, wo uns ungeahnte Ausblicke und geologische Besonderheiten erwarten sollten. Ciao, buongiorno, servus aus Italien. Aus der Toskana, und zwar aus dem kleinen, schönen Küstenörtchen Orbetello. Wir sind jetzt hier, wo wir eigentlich unsere Radreise beenden wollten, schon ziemlich am Anfang unserer Tour durch die Toskana. Ja, warum das alles so passiert ist, hat 1000 Gründe. Viele Sachen, die schiefgelaufen sind, viele Pannen. Eine Panne davon involvierte auch leider mein Fahrrad. Deswegen haben wir jetzt hier gerade ein neues Felgenband aus dem Fahrradshop ergattert. Das müssen wir jetzt gerade erstmal noch aufziehen, bevor wir heute in eine kleine Tour starten. Wo geht's hin für uns? Ja, wir möchten heute hier ein bisschen erstmal entlang dieser schönen Lagune fahren. Und auf so eine Art Insel, wir sind uns gar nicht sicher, ob es jetzt eigentlich eine Insel ist oder eine Halbinsel eher. Jedenfalls sind wir eigentlich hier schon am Mittelmeer. Und hier kommt aber jetzt nochmal ein größerer Gebirgszug, könnte man fast sagen. Also so eher so ein Hügel. Und da liegen noch ein paar Örtchen dran und so. Aber wir wollen da jetzt mal zum höchsten Punkt, scheinbar höchsten Punkt hochfahren. Da steht ein großer Sendemast da oben. Ja, mal sehen, was uns das auf dem Weg erwartet. Also soll angeblich eine Straße bis da hochführen. Und was richtig cool ist, dieses Felgenband haben wir jetzt tatsächlich auch kostenlos bekommen. Der nette Herr von diesem Bikeshop war so nett. Also er hat jetzt kein Englisch verstanden, aber ich habe ihm so einen Text auf Italienisch gezeigt. Er hat gesagt, ja. Und dann kam er mit dem Ding zurück und ich habe halt gefragt, wann der kostet. Und er meinte, es war jetzt halt sehr nett schon mal. Gestern hat es zwar noch geregnet, aber heute strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und ja, wir freuen uns einfach auf die Meerblicke und auf alles, was wir heute entdecken werden. Genauso sieht's aus. Viel Spaß euch und bis gleich. So, bevor es dann aber losgeht, wie gesagt, müssen wir erstmal das Felgenband wechseln. Das war einer der Gründe, warum wir auch unsere Radreise jetzt nicht so machen konnten wie geplant. Da das Felgenband einfach nicht mal richtig auflag und wir jetzt auch nicht so schnell an ein neues kamen. Aber mal sehen, ob wir es jetzt so einfach hinkriegen. So, ich glaube, wir holen jetzt schon zum 4. Mal in diesem Urlaub Annes Reifen von der Felge runter. So, Schlauch raus. Über das hier reden wir lieber auch nicht, was wir hier gemacht haben. Und hier sieht man im Grunde den Übeltäter. Kriegt dieses alte dieses alte Felgenband da einfach nicht über dieses Loch drüber von der Speiche, Öse, wie auch immer man das nennen mag. Und wenn da so eine scharfe Kante ist, kann das halt Reibung auf den Schlauch verursachen, die sich letztendlich dann irgendwann mal durchsetzen, durchbeißen, regelrecht, und dann hat man Platten. Ja, sieht gut aus. Ja, nice. Das ging ja einfach als gedacht. So, das alte Felgenband kann dann weg. Ja. Jetzt gleich, super. Okay, und jetzt ist die Kunst, das jetzt schön glatt aufliegen zu haben.
Ja, wir machen das nur auch nicht tagtäglich sowas. Also verzeiht uns bitte, wenn das jetzt hier nicht fachmännisch durchgeführt wurde. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut geworden. Es liegt eigentlich überall schön drauf. Die Löcher sind alle verdeckt. Und jetzt müssen wir bloß hier den Schlauch draufsetzen und den Reifen. Bloß. Und dann können wir hoffentlich heute endlich mal eine richtige Tour fahren. Geil. So, jetzt müssen wir nur aufpumpen. Okay. Nachdem wir jetzt einkaufen waren, kann es auch endlich losgehen. Es ist jetzt auch schon fast 12 Uhr. Und hier beginnt jetzt der Damm, Deich, was auch immer, rüber da zu dieser Insel oder Halbinsel. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ja, dieser Damm ist auf jeden Fall menschengemacht, wurde im 19. Jahrhundert errichtet, ist also eine künstliche Landbrücke. Die anderen beiden Landbrücken, die es gibt, seht ihr vielleicht auf der Karte dann eingeblendet, die sind wahrscheinlich eher natürlich dem Ursprungs. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass das schon natürliche Landzungen sind. Deswegen, aber da ist jetzt trotzdem so die Frage, zählt das dann noch als Halbinsel? Ja, eigentlich schon, weil es ja schon direkt mit dem Festland verbunden ist. Ja. Aber ist ja auch völlig egal. Hinter uns sehen wir jetzt die spanische Mühle. Was es mit der auf sich hat, wissen wir nicht. Aber was man jetzt besonders gut sieht, ist unser Ziel heute da oben. Das wird wahrscheinlich der Telegrafo sein, glaube ich, heißt der ja. Ja, und da fahren wir jetzt lang. Das Schöne ist, hier muss man nicht die Straße fahren, sondern es gibt einen schönen Weg direkt neben der Straße, auf dem man auch radeln darf. Und dadurch wird das jetzt relativ unproblematisch. Hier nochmal Blick auf die Il Molino Spagnolo. Wohl ein Wahrzeichen der Stadt Orbetello oder des Ortes Orbetello. Sieht schon ganz interessant aus. Wir beginnen unsere Radtour nun endlich mit der Überfahrt über den 1824 errichteten künstlichen Damm, der die Halbinsel von Orbetello mit dem Monte Argentario verbindet. So, die Bergetappe ist offiziell gestartet. Jetzt 560 Höhenmeter auf 10 Kilometern, also pro Kilometer 56 Höhenmeter. Das müsste ja eine durchschnittliche Steigung von etwa 5-6% ausmachen. Bis jetzt auf einer super asphaltierten Straße ohne Verkehr und wir sind deutlich außer Training. Hurray! Aber wir werden immer mal Pause machen und das ganz entspannt heute hier angehen. Das Gebiet um den Monte Argentario war wahrscheinlich schon zur Zeit der Etrusker besiedelt und wurde vom Römischen Reich erobert. Aus der römischen Antike stammt wohl auch der Name Argentario, denn die einflussreiche römische Familie, die den Landstrich etwa 200 vor Christi als Besitz erlangte, wurde die Argentari genannt. Übersetzt die Silberbesitzenden. Noch 400 Höhenmeter. Wir haben mal ein paar Sachen abgelegt. Es wird jetzt richtig warm und die Blicke werden immer toller. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir alle 100 Höhenmeter einfach ein Päuschen machen, ganz entspannt hier hochfahren. Schließlich unser Urlaub und da müssen wir uns ja nicht ganz so verausgaben. Wir haben schon gesagt, jetzt Sturm und Regen, dann wäre es hier auf dem Färöer. Gut, minus der Bäume. Aber das ist jetzt zum Glück nicht der Fall. Ansonsten würden wir einfach umdrehen. Aber es fehlen ein bisschen die Schafe. Das wäre cool, wenn hier ein paar rumstehen würden. Aber es klingt so, als wären hier irgendwelche Affen im Gestrüpp unterwegs. Ja. Oder sind Vögel alles? Na, irgendwie hier auf diesen
In diesem Gebiet leben, was, 5000 Vogelarten? Nee, 200. Denn hier in diesem Gebiet leben wohl etwa 200 Vogelarten, unter anderem Flamingos. Die haben wir ja auch schon letztes Jahr in der Lagune von Venedig gesehen. Na gut, ich sollte weniger labern, mehr strampeln. Hier steht ein Kloster mitten auf dem Berg. Hat man auch schon von unten gesehen. Das ist ein ziemlich großes Gebäude. Und einfach mit einem wundervollen Blick hier auf die Lagune. Also, falls das ein Kloster ist, ein Santuario. Hier sind wir gestartet. Wahrscheinlich hier dann die Straße entlang. Und jetzt sind wir hier. Okay, super. Und wo ist unser Punkt, wo wir hinwollen? Hier oben. Also das Stückchen können wir noch fahren. Und hier wird's richtig hoch. Vom Convento dei Padri Passionisti, wie wir nun erfahren haben, einem Kloster katholischer Ordensbrüder, erleben wir schon auf dieser Höhe einen phänomenalen Ausblick auf die charakteristische Gestalt von Orbetello und die umgebende Lagune. Könnten wir hier und jetzt 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen, würden wir uns auf einer richtigen Insel befinden. Die beiden Landengen, die ihr hier links und rechts der Lagune sehen könnt, entstanden über die Jahrhunderte aus Sandablagerungen des Flusses Albegna. Wir finden es faszinierend, wie die Natur hier die Gestalt der Küste verändert hat, allein durch die Kraft des Wassers und der Gezeiten. Die Strecke darf auch von Autos befahren werden. Allerdings haben wir wohl mal wieder Glück mit unserer ungewöhnlichen Reisezeit November, sodass sich der Verkehr sehr in Grenzen hält und wir die meiste Zeit ganz ungestört radeln können. Das Wetter scheint es nun endlich gut mit uns zu meinen. Es gefällt uns zwar richtig gut, dass wir zu beiden Seiten Natur und damit auch dichte Vegetation haben, aber so langsam wünschen wir uns auch ein bisschen mehr Ausblick. Schließlich müssten wir ja schon ziemlich weit oben sein. Es wird echt spannend jetzt. Ja. Oh. So, das letzte Stück war definitiv zu steil. Boah, jetzt sieht man erstmal, wie steil das ist. Also von unten sah es auch schon. Ja, das war jetzt gut über 20%. Also wenn man es alles gegeben hätte, hätte man es geschafft, aber nee, muss ja nicht. Gucken wir mal lieber stattdessen hier hin. Uiuiui. Uiuiui. Ach du Scheiße. Hier geht's aber richtig runter. Aber was für ein Ausblick, meine Herren. Wow. Hey. Das hat sich ja mal gelohnt. Da hinten ist noch eine kleine Insel. Ja. Das ist schon verrückt. Die fangen irgendwie mit G an. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, wie die heißen. Die zwei Inseln hier. Okay. Wow. Ich glaube, da ist ja nicht mehr viel. So, jetzt sind wir hier am höchsten Punkt, glaube ich, von diesem Weiter geht's ganzen, nicht. von diesem ganzen Gebirgshügelzug, was auch immer.
Fantastischer Blick jetzt auf beide Seiten. Man muss bloß einmal mal hin und her gehen. Also leider steht es hier an der allerhöchsten Stelle ein Gebäude, was auch anscheinend ja eine militärische Zone ist. Jetzt lesen wir gerade, dass man das nicht mal filmen oder fotografieren darf. Ja, aber es ist irgendwie ein Telefunkmast. Ja, Ja, also es sind alles, ja. ja, wahrscheinlich, wer weiß, was hier stattfindet. Das ist auf jeden Fall, darf man jetzt nicht betreten und macht uns jetzt auch nichts. Wir gehen jetzt hier an dieses kleine ja, Felsstück da, wo es dann so runtergeht, machen dann ein kleines Picknick und werden dann wahrscheinlich einfach die Straße wieder runterfahren. Ja. Ich glaube, das war für heute erstmal genug nach den ganzen Tagen so, wo wir jetzt so viel Pech und Pleiten und Pannen hatten. Werden dann aber ein bisschen anders rückzufahren. Da werden wir diese eine Landzunge mal überqueren und dann von hinten wieder nach Orbetello reinfahren. Und vielleicht sehen wir sogar auch noch ein paar Flamingos. Vielleicht sehen wir Flamingos, wer weiß das schon. Jetzt lassen wir uns erstmal unsere Stärken schmecken. Ja, auf jeden Fall. Uns verdient. Es geht wieder abwärts. Wuhu! Normalerweise fahren wir zwar nicht so gerne die gleiche Strecke zurück wie auf dem Hinweg, aber auf dieser kurvigen Straße wird uns überhaupt nicht langweilig. Von der anderen Seite gesehen und dazu noch im Licht der Abendsonne bekommen wir noch einmal ganz andere Blickwinkel auf die Landschaft. Oh mein Gott. Wow! Wie geht es euch bei euren Touren? Fahrt ihr lieber Rundtouren oder eine Strecke hin und wieder zurück?
Die Aussicht von oben auf den Ort ist beeindruckend. Wusstet ihr, dass im 16. und 17. Jahrhundert in diesen Gewässern Korsaren und Piraten ihr Unwesen trieben? Die Orte Orbetello und die Dörfer des Monte Argentario plünderten und Menschen in die Sklaverei entführten. Um die Ortschaften gegen solche Angriffe zu schützen, wurden unter der spanischen Herrschaft starke Mauern und wehrhafte Festungen errichtet, die zum Teil auch noch heute erhalten sind. Ja, das war eine tolle Abfahrt jetzt runter vom Il Telegrafico. Und wir fahren jetzt noch über die Landzunge wieder zurück nach Orbetello und werden da jetzt wahrscheinlich durch so ein kleines Waldgebiet fahren. Die Sonne geht langsam unter, aber ich denke mal, es sollte noch genügend Restlicht da sein für die, ja, jetzt noch 14, 15 Kilometer bis nach Hause, bis zur Unterkunft. War auf jeden Fall ein richtig cooler Weg da hoch und wieder runter. Tolle Aussichten gehabt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Denn hier endet jetzt die asphaltierte Straße und müssen jetzt schauen, wie wir jetzt weiterkommen. Sieht ja schon wieder total mystisch aus hier. Jetzt kommen wir in ein richtiges Naturgebiet. Ja. Herrlich. Voller Pinienbäume. Die Landzunge Fenilia mit ihren dichten Pinienwäldern ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen und schenkt uns ein hautnahes Naturerlebnis. Wildschweine und Dammwild sind in den Wäldern genauso zu Hause wie seit einigen Jahren auch Wölfe. Ein Hinweisschild informiert darüber, dass der Wolf hier ein wichtiger Teil des Ökosystems ist und wie die Menschen sich im Sinne einer friedlichen Koexistenz verhalten sollten. Der Weg mitten durch den Wald verbreitet eine beruhigende, aber um diese späte Tageszeit auch ein wenig mystische Stimmung. Außer zwei Joggern begegnet uns hier kein Mensch. Wir genießen die Ruhe und die angenehme, milde Waldluft. Und das war dann der nächste Abschnitt, auch sehr schön. Ja. Ganz toller Wald irgendwie. Diese Bäume sind wirklich skurril, gerade jetzt in dieser Abendstimmung natürlich. Schon ein bisschen geisterwaldmäßig. Hat mich so ein bisschen an Nienhagen, an den Strand von Nienhagen erinnert. Ja. Ja, sehr cool. Hier riecht es jetzt nach Fisch. Ja. Hier ist nicht ganz so angenehm. Nee, aber sehr schön hier auch. Sehr idyllisch. Und ja, jetzt fahren wir auf Festland sozusagen wieder zurück nach Orbetello. Wir werden jetzt mal die Lichter an die Räder anbringen, weil es ist jetzt doch schnell dunkel geworden. Ja. Der Himmel sieht aber trotzdem noch freundlich aus. Also Ja, wir haben noch ein bisschen Licht für den Rückweg und können euch dann vielleicht auch ein paar schöne Bilder einfach noch liefern und auch noch mal die Abendstimmung in Orbetello noch ein bisschen zeigen. Das ist ja auch noch mal was Besonderes, so eine italienische Stadt, so eine historische Stadt. ja, Ja, machen wir das. begleitet uns gerne noch auf den letzten Kilometern. Auf jeden Fall. Auf einem überraschend gut ausgebauten Fahrradweg geht es für uns in der Abenddämmerung zurück Richtung Orbetello. Die späte Stunde lockt Kaninchen aus ihren Verstecken, die wir mit unserer Vorbeifahrt natürlich leider aufschrecken müssen.
Während uns die Dunkelheit nun wirklich einholt und wir uns schon nach einem warmen Abendessen sehnen, rollen wir glücklicherweise die meiste Zeit auf einem Radweg wieder in Orbetello ein. Unsere Unterkunft liegt in der verkehrsberuhigten Zone, in der Nähe des Gouverneurspalasts aus dem 17. Jahrhundert mit seinem Glockenturm. Generano questa situazione, loro So, wir sind in unserer Unterkunft angekommen. Wie viel Uhr ist es? Wir haben es jetzt 17:46 Uhr genau und es ist schon arschdunkel draußen. Und ja, wir haben jetzt 47 Kilometer hinter uns gebracht und 740 Höhenmeter. So viel doch. Doch 740 Höhenmeter, war eine ganz ordentliche Tour, ich spür's definitiv. Aber es war eine schöne kleine Trainingsrunde dementsprechend auch, um auch mal wieder einfach ein bisschen was gefahren zu sein, vor allem höhenmetertechnisch. Und vor spektakulärer Kulisse auf jeden Fall. Also landschaftlich hätten wir es uns nicht schöner wünschen können. Und auch radwegetechnisch war es super. Es war entweder wir sind auf einem Radweg gefahren oder eben durch diesen schönen Wald und die Straße da hoch bis zu dem Panoramapunkt war sehr wenig befahren. Also ließ sich total entspannt radeln. Lässt sich mal sagen. Also ich glaube, so gute Radinfrastruktur auf engen Raum gibt's wohl selten in Zentral- bzw. Süditalien, erst recht nicht. Also kann man sehr froh sein hier darüber, weil man merkt auch hier natürlich, die Straßen sind voll mit Autos, es ist ein chaotischer Verkehr, es ist laut, es stinkt. Und wenn man mal auf der Straße fährt, hatten wir ja schon ein, zwei Mal, wird man auch relativ knapp überholt hier. Also muss man echt aufpassen, je weiter man südlich kommt. Ja. Egal, landschaftlich war es richtig toll, lässt sich auf jeden Fall super befahren. Große Empfehlung, falls ihr mal hier in dieser Region sein solltet. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Ja. Und dann überlegen, wie es morgen weitergeht, weil das wissen wir noch gar nicht so richtig, wie die nächsten Pläne sind. Die Unterkunft hier haben wir nur bis morgen gebucht. Und ja, was wir dann machen werden, wir müssen auch ein bisschen aufs Wetter schauen, da ist schon wieder für mehrere Tage lang Gewitter und Regen angesagt. Ja, werden wir dann sehen einfach. Ja, es freut uns, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Lasst uns doch gerne ein Like da, einen Kommentar. Wart ihr dann schon mal hier auch radeln oder überhaupt so in der Region? Hier gibt's ja doch einiges zu entdecken, aber wie in ganz Italien natürlich. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal ebenfalls hier dabei seid. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne noch ein Abo da, aktiviert auch die Glocke meinetwegen und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Entweder nochmal aus Italien oder von woanders. Das werden wir sehen. Wissen wir noch nicht. Jo. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.